Ich bin 78. Ich habe 60 Jahre damit verschwendet, die perfekte Frau zu sein. Es gibt eine Art von Müdigkeit, die man nicht vom Arbeiten bekommt. Sie kommt davon, jahrzehntelang jemand zu sein, den alle mögen, aber den niemand wirklich kennt. Wenn du solche Geschichten nicht verpassen willst, dann bleib noch einen Moment hier. Vielleicht brauchst du diese Erinnerung eines Tages, und während du zuhörst, schreib ruhig unten, wo du gerade bist. Man fühlt sich weniger allein, wenn man weiß, dass jemand zuhört. Vielleicht kennst du auch jemanden, der das hören sollte, nicht heute, aber bevor es zu spät ist. Ich bin 78 Jahre alt, und das hier ist das erste Mal, dass ich laut sage, was ich so lange nur gedacht habe. Ich habe fast mein ganzes Leben damit verbracht, die perfekte Frau zu sein. Die vernünftige, die angepasste, die, über die niemand schlecht spricht. Man hat mich gelobt, oft, aber niemand hat mich je gefragt, ob ich glücklich bin. Jetzt sitze ich hier in einer Wohnung, die ordentlich ist, ruhig ist, sauber ist und leer. Nicht leer im Sinne von Möbeln, leer im Sinne von Stimmen. Ich habe früher gedacht, Einsamkeit kommt erst ganz am Ende, so wie eine Krankheit, plötzlich. Aber sie kommt schleichend, fast höflich. Mit 18 war ich jemand, der lachen konnte, ohne darüber nachzudenken. Ich hatte Träume, aber ich habe sie nie laut ausgesprochen. Man hat mir früh beigebracht, was sich gehört, was man macht, was man lässt. Eine gute Frau fällt nicht auf. Eine gute Frau ist zuverlässig. Eine gute Frau stellt keine Fragen, die unbequem sind. Ich habe früh geheiratet. Er war kein schlechter Mann, nur ein stiller. Und ich war stolz darauf, dass wir nie gestritten haben. Heute weiß ich, wir haben auch nie wirklich gesprochen. Ich habe gekocht, geputzt, organisiert. Ich habe Geburtstage geplant, Geschenke besorgt, Karten geschrieben. Ich habe mich erinnert, damit andere es nicht mussten. Wenn ich müde war, habe ich es mir nicht anmerken lassen. Wenn ich traurig war, habe ich es für mich behalten. Man will ja keine Last sein. Mit 30 dachte ich, das Leben fängt bald richtig an. Mit 40 dachte ich, jetzt ist einfach viel los. Mit 50 dachte ich, später wird es ruhiger. Mit 60 dachte ich, jetzt lohnt es sich nicht mehr, alles zu ändern. Es gab so viele Momente, in denen ich hätte sagen können, so geht es mir nicht gut, ich brauche etwas anderes. Aber ich habe geschwiegen, aus Höflichkeit, aus Angst, aus Gewohnheit. Ich war immer da, aber selten wirklich anwesend. Ich erinnere mich an einen Geburtstag meiner Tochter. Sie war vielleicht 10. Ich habe die Torte perfekt hinbekommen. Alle haben gelächelt. Und abends, als sie im Bett lag, sagte sie leise, »Mama, du warst heute irgendwie weit weg.« Ich habe gelacht und gesagt, dass ich nur müde bin. Ich habe nicht verstanden, was sie meinte, oder vielleicht wollte ich es nicht verstehen. Die Jahre sind vergangen, ohne dass etwas Schlimmes passiert ist. Und genau das war das Problem. Es gab keinen Knall, keinen großen Fehler, nur immer wieder dieses später. Später reden wir, später mache ich das, später nehme ich mir Zeit. Mein Mann ist vor 12 Jahren gestorben, ganz ruhig, im Schlaf. Ich habe neben ihm gelegen. Alle sagten, ihr hattet ein gutes Leben, und ich habe genickt. Was hätte ich auch sagen sollen? Dass ich ihn vermisse, aber nie wirklich gekannt habe? Dass wir ein Leben geteilt haben, aber kaum Gedanken? Nach seinem Tod war es still. Nicht dramatisch still, einfach leer. Die Kinder riefen am Anfang oft an, dann seltener. Sie haben ihr eigenes Leben, so soll es ja auch sein. Ich wollte nie jemandem zur Last fallen, also habe ich gesagt, dass alles gut ist. Immer wieder. Ich habe gelernt, dass man mit einem Lächeln sehr viel verdecken kann,
auch vor sich selbst. Manchmal stehe ich vor dem Spiegel und sehe eine Frau, die alles richtig gemacht hat. Und trotzdem fühlt es sich falsch an. Ich habe keine großen Geheimnisse, keine Skandale, keine Geschichten, die man spannend erzählen könnte. Nur dieses eine. Ich habe mich selbst immer auf später verschoben, so lange, bis kein später mehr übrig war. Wenn ich heute junge Frauen sehe, die laut sind, ungeduldig, unperfekt, dann spüre ich etwas, das ich lange nicht benennen konnte. Kein Neid, eher Trauer. Trauer um die Frau, die ich hätte sein können, wenn ich mir erlaubt hätte, unbequem zu sein. Ich frage mich oft, ob jemand mich wirklich vermissen wird, wenn ich nicht mehr da bin. Oder ob man sich nur an die Ordnung erinnert, an die Zuverlässigkeit, an die Ruhe. Ich weiß, dass das Leben nicht zurückkommt, dass man Zeit nicht verhandeln kann. Ich erzähle das nicht, um Mitleid zu bekommen. Ich erzähle es, weil ich 78 bin und merke, wie schnell alles plötzlich geht. Vielleicht erkennst du dich irgendwo wieder, vielleicht auch nicht. Aber wenn du gerade zuhörst und denkst, das mache ich später, dann hoffe ich, dass diese Stimme hier dich einen Moment begleitet. Soll ich dir im nächsten Teil erzählen, wann ich zum ersten Mal wirklich verstanden habe, was ich verloren habe? Dann höre ich einfach weiter zu sprechen, so wie es mir gerade kommt. Es gab keinen einzigen Moment, an dem mir alles auf einmal klar wurde. Es war eher wie ein langsames Aufwachen aus einem sehr langen Schlaf. Man öffnet die Augen und nichts tut weh, aber alles fühlt sich fremd an. Nach dem Tod meines Mannes habe ich viel Zeit allein verbracht. Am Anfang war ich dankbar dafür. Endlich Ruhe, dachte ich. Endlich niemand, um den ich mich kümmern muss. Ich habe mir morgens Kaffee gemacht und ihn oft kalt werden lassen, nicht weil ich beschäftigt war, sondern weil niemand da war, der ihn mit mir trank. Ich begann, alte Fotoalben anzusehen, nicht aus Nostalgie, eher aus Langeweile oder vielleicht aus dem Wunsch heraus, etwas zu fühlen. Auf den Bildern lächle ich viel, immer ordentlich, immer korrekt. Ich sehe aus wie eine Frau, die ihr Leben im Griff hatte. Aber ich erinnere mich nicht daran, was ich in diesen Momenten gefühlt habe, und das hat mich beunruhigt. Meine Tochter rief eines Tages an und sagte, sie könne nicht kommen. Arbeit, Kinder, das Übliche. Ich sagte, natürlich, mein Schatz, alles gut. Und nachdem wir aufgelegt hatten, saß ich lange da und starrte auf das Telefon. Da war kein Ärger, keine Enttäuschung, nur ein leises, schweres Gefühl, das ich früher sofort weggeschoben hätte. Zum ersten Mal habe ich es nicht weggeschoben. Ich habe mir erlaubt, traurig zu sein, ohne einen Grund zu suchen, ohne es jemandem erklären zu wollen. In diesen Tagen habe ich gemerkt, wie oft ich mein Leben lang Gefühle verwaltet habe. Nicht gelebt, verwaltet. Ich war stolz darauf, stark zu sein, verlässlich, unkompliziert. Aber Stärke hat auch eine Kehrseite. Sie macht einsam, wenn man sie nie ablegt. Ich erinnerte mich an all die Male, in denen ich etwas sagen wollte und es nicht getan habe. Nicht aus Feigheit, sondern weil es unpassend schien. Unpraktisch, unbequem. Einmal, da war ich vielleicht Mitte 40, saß ich mit einer Freundin auf einer Bank. Sie fragte mich ganz direkt, »Bist du eigentlich glücklich?« Ich habe gelacht, so wie man lacht, wenn man eine Frage nicht ernst nehmen will, und sagte, »Natürlich, ich habe doch alles.« Sie nickte, und wir haben nie wieder darüber gesprochen. Diese Frage kam viele Jahre später zurück, nicht laut, eher wie ein Echo. Ich begann abends länger wach zu bleiben, nicht aus Schlaflosigkeit, sondern weil ich Angst hatte, dass die Gedanken am Morgen verschwinden könnten. Mit 78 hat man nicht mehr viele neue Erkenntnisse, aber man sieht alte Dinge plötzlich klarer. Ich erkannte, dass Perfektion eine Art von Versteck ist. Solange man alles richtig macht, muss man nichts erklären, nicht kämpfen, nicht riskieren. Ich hatte nie einen großen Traum, den ich aufgegeben habe. Es waren kleine Dinge, eine Reise, die ich nicht gemacht habe,
ein Gespräch, das ich verschoben habe, ein Nein, das ich nie gesagt habe. Und diese kleinen Dinge haben sich über die Jahre zu etwas Großem zusammengesetzt, zu einem Leben, das ordentlich war, aber schmal. Der Wendepunkt kam nicht mit einem Ereignis, er kam mit einer Diagnose, meine eigene. Nichts Dramatisches, nichts, worüber man flüstert, aber genug, um mir zu sagen, die Zeit wird jetzt anders gezählt. Ich saß im Wartezimmer und beobachtete eine junge Frau. Sie telefonierte, lachte, verdrehte die Augen. Sie wirkte genervt vom Leben und gleichzeitig lebendig. Da dachte ich etwas, das mir fast wehtat. So habe ich mich nie getraut zu sein. Nicht laut, nicht ungeduldig, nicht widersprüchlich. Ich habe immer funktioniert. Und Funktionieren wird belohnt, aber es wird nicht erinnert. Zu Hause habe ich mich auf das Sofa gesetzt und lange nichts getan. Kein Radio, kein Fernsehen. Ich habe mich gefragt, ob jemand merkt, wenn ich innerlich verschwunden bin, ob ich jemals wirklich da war. Ich begann, kleine Dinge zu ändern, nicht für andere, nur für mich. Ich sagte öfter, wenn ich müde war, ich sagte manchmal ab. Ich ließ Unordnung liegen, aber selbst diese kleinen Schritte fühlten sich spät an, wie ein leiser Protest, den niemand mehr hört. Das Schwerste war die Erkenntnis, dass niemand schuld ist, nicht mein Mann, nicht meine Kinder, nicht meine Eltern. Ich habe diese Rolle gewählt, immer wieder, Tag für Tag. Und jetzt trage ich die Stille, die daraus entstanden ist. Manchmal denke ich, wenn ich weniger perfekt gewesen wäre, wäre ich vielleicht mehr geliebt worden. Nicht bewundert, geliebt. Ich erzähle das nicht, weil ich glaube, dass man alles ändern kann. Das kann man nicht. Aber vielleicht versteht jemand, der noch Zeit hat, dass Anpassung ein hoher Preis sein kann. Ich lebe heute ruhiger, ehrlicher, aber mit dem Wissen, dass Ehrlichkeit früher leichter gewesen wäre. Und manchmal, wenn ich abends das Licht ausmache, denke ich nicht an das, was war, sondern an das, was nie sein durfte. Dann lasse ich auch das Letzte noch zu. Ich weiß, dass mir nicht mehr viel Zeit bleibt, nicht weil jemand es mir gesagt hat, sondern weil der Körper irgendwann anfängt, ehrlicher zu sein als der Kopf. Ich bewege mich langsamer, ich vergesse Namen. Manchmal stehe ich in einem Raum und weiß nicht mehr, warum ich hineingegangen bin. Früher hätte mich das beschämt, heute nehme ich es hin. Es passt zu allem anderen, was ich zu spät verstanden habe. Es gibt Tage, da fühle ich mich ruhig, fast dankbar, nicht glücklich im lauten Sinn, eher versöhnt. Und dann gibt es Tage, an denen ich spüre, wie schwer all die ungelebten Sätze geworden sind. Die Worte, die ich geschluckt habe, liegen irgendwo in mir, nicht schmerzhaft, aber dauerhaft. Ich habe nie gesagt, wenn ich Nähe gebraucht hätte. Ich habe nie gesagt, wenn mir etwas zu viel war. Ich habe geglaubt, Liebe bedeutet, sich anzupassen. Heute weiß ich, dass Liebe etwas anderes braucht. Mut. Und den hatte ich oft nicht. Meine Kinder sind gute Menschen, das sage ich ohne Bitterkeit. Sie haben ihr eigenes Leben, ihre eigenen Kämpfe. Manchmal rufen sie an und fragen, wie es mir geht. Ich antworte immer noch oft, alles gut. Aber manchmal füge ich jetzt hinzu, ich vermisse dich. Und es fühlt sich ungewohnt an, fast wie eine neue Sprache. Ich erwarte keine großen Gespräche mehr, keine späten Geständnisse. Das wäre unehrlich. Manche Dinge gehören zu der Zeit, in der sie hätten gesagt werden müssen. Wenn man sie zu lange festhält, verlieren sie ihre Form. Ich sitze oft am Fenster. Ich sehe Menschen vorbeigehen, junge Paare, alte Männer, Frauen mit Einkaufstaschen. Alle wirken beschäftigt, so wie ich es mein Leben lang war. Und ich frage mich, wie viele von ihnen glauben, sie hätten später noch Zeit. Zeit, sie selbst zu sein. Zeit, etwas zu sagen. Zeit, Fehler zu machen.
Ich habe gelernt, dass Zeit nichts erklärt. Sie vergeht einfach. Es gibt keine große Moral am Ende meines Lebens, keine Lehre, die man sich an den Kühlschrank hängen könnte. Nur diese stille Wahrheit. Man kann ein ganzes Leben korrekt sein und sich trotzdem verlieren. Wenn ich heute zurückblicke, sehe ich keine falschen Entscheidungen. Ich sehe eine lange Reihe von kleinen Verzichten, so klein, dass man sie kaum bemerkt, während sie passieren. Und irgendwann steht man da und fragt sich, warum alles so weit weg wirkt. Ich bin nicht wütend auf mich, das war ich lange genug. Ich bin eher traurig in einer ruhigen, müden Art, so wie man traurig ist über einen Ort, den man nie besucht hat. Nicht dramatisch, aber endgültig. Wenn ich heute noch etwas sagen kann, dann vielleicht nur das. Warte nicht darauf, die richtige Version von dir zu sein. Sie kommt nicht. Es gibt nur die jetzige. Unordentlich, unvollständig, echt. Ich habe das zu spät gelernt und ich muss damit leben. Manchmal frage ich mich, wie ich erinnert werde, als zuverlässig, als nett, als unkompliziert. Und dann denke ich, vielleicht reicht das für andere, aber für mich hätte es mehr gebraucht. Jetzt ist es still, nicht leer, nur still. Ich sitze hier, atme und lasse diese Worte los. Mehr bleibt mir nicht. Und vielleicht hört gerade jemand zu, der noch Zeit hat.